Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are at verse 20. Wir sind bei Vers 20. So after Paul brings the argument that if Christ really didn't rise, if he wasn't raised, then we are to be pitied. Nachdem Paulus argumentiert, dass wir bemitleidet werden müssen, wenn Christus nicht auferstanden ist, Then he says, but the truth is, sagt er, die Wahrheit aber ist, Christ is risen from the dead as the first fruit dass Christus auferstanden ist von den Toten als Erstling of a great resurrection harvest of those who have died. einer großen Auferstehungsernte derer, die gestorben sind. So Paul is saying something very interesting. Paulus sagt hier etwas sehr Interessantes. He's saying that those who have died, Er spricht von denen, die gestorben sind. and I want you to remember, he's using here a natural language. Ich möchte dich daran erinnern, dass er hier eine ganz natürliche Sprache verwendet. Because in reality, Christians don't die. Denn in Wirklichkeit sterben Christen nicht. We just go from one place to another place. Wir gehen nur von einem Ort zum anderen. But Paul does it a lot to use a natural language so that people can understand him. Aber Paulus verwendet oft eine natürliche Sprache, damit die Menschen ihn verstehen können. And you also need to understand that the Corinthians, they were a very, very carnal church. Du musst verstehen, dass die Korinther eine sehr, sehr fleischliche Gemeinde war. So Paul is writing to carnal people who now, a whole bunch of them stopped to believe in the resurrection. Paulus schreibt an fleischlich gesinnte Menschen, von denen viele aufgehört haben, an die Auferstehung zu glauben. But remember, the very chapter before, he taught them about the gifts of the Spirit. Erinnere dich, dass er sie aber im Kapitel zuvor über die Gaben des Geistes gelehrt hat. So they were still active in spiritual gifts, Sie waren also immer noch in den Geistesgaben aktiv, and yet many of them didn't believe anymore in the resurrection. und doch glaubten viele von ihnen nicht mehr an ihre Auferstehung. So Paul is talking very naturally to them. Paulus spricht hier auf eine ganz natürliche Art mit ihnen. And when I say that, I mean he's using a natural language that they can understand to bring a spiritual truth. Damit meine ich, dass er eine natürliche Sprache benutzt, die sie verstehen können, um eine geistliche Wahrheit zu vermitteln. So he's telling us here Hier sagt er uns, that the resurrection of Christ is only the first fruit. dass die Auferstehung von Christus nur die Erstlingsfrucht ist. I like how he says, of a great resurrection harvest. Es gefällt mir, wie er es eine große Auferstehungsernte nennt. So when Jesus was raised from the dead, it was like a seed planted. There is a harvest. Als Jesus von den Toten auferstanden war, war das wie ein gepflanztes Same, damit es eine Ernte gibt. And Paul calls it a great resurrection harvest. Und Paulus nennt es eine große Auferstehungsernte. So that means those who have died, Das bedeutet, dass diejenigen, die gestorben sind, even though they are still alive, obwohl sie noch leben, because Paul teaches this in several different places, Hebrews, Philippians, denn Paulus lehrt dies an verschiedenen Stellen, an die Hebräer, Philipper, to the Colossians, to the Romans, an die Kolosser, an die Römer, yet there is still a resurrection for those people. dass es dennoch eine Auferstehung für diese Menschen gibt. Look what he's going to teach us here. Schau, was er uns hier lehrt. For since death came through a man, Adam, Denn weil der Tod durch einen Menschen Adam gekommen ist, it is fitting that the resurrection of the dead has also come through a man, Christ. so ist es recht, dass auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, Christus, gekommen ist. This is a very, very strong truth that he similarly taught to the Romans. Das ist eine sehr starke Wahrheit, die er in ähnlicher Weise auch den Römern lehrte. Now in Romans chapter 5, Auch in Römer Kapitel 5 he also teaches that just the same way that death has come through Adam, the power to live victoriously has come through Jesus. lehrt er, dass der Tod durch Adam gekommen ist, die Kraft zu siegreichem Leben aber durch Jesus gekommen ist. And through Jesus, everybody shall reign in life. Und durch Jesus soll jeder im Leben herrschen. Now here, Paul is making again the comparison to what Adam did wrong and what Jesus did right. Hier macht Paulus wieder den Vergleich, was Adam falsch gemacht hat und was Jesus richtig gemacht hat. The beautiful thing is this. Das Schöne daran ist Folgendes. Yes, we know that Adam messed up and it affected the entire world. Ja, wir wissen, dass Adam es vermasselt hat und es hatte Folgen für die ganze Welt. But let me tell you something. Aber lass dir Folgendes sagen. What Jesus did affected the whole world way more than anything Adam did.
if we believe it. Was Jesus getan hat, hat die ganze Welt viel mehr beeinflusst als alles, was Adam getan hat, wenn wir es glauben. Think about this. Denk mal darüber nach. Through Adam, every single person has been born as a sinful nature. Durch Adam ist jeder einzelne Mensch mit einer sündigen Natur geboren worden. But in Christ, everybody who believes has become a new creation. Aber in Christus ist jeder, der glaubt, eine neue Schöpfung geworden. See, the new creation that you have become is way more powerful than the sinful nature that you used to have. Die neue Schöpfung, die du geworden bist, ist viel mächtiger als die sündige Natur, die du früher hattest. But here is the important truth to understand. Hier ist eine wichtige Wahrheit, die du verstehen musst. You did not have to believe that you are a sinful nature to act according to it. Du brauchst keinen Glauben an eine sündige Natur in dir, um nach dieser zu handeln. But you have to believe in a new creation to act upon it. Aber du musst an diese neue Schöpfung glauben, um entsprechend zu handeln. Because everything that happened through Adam was natural, everything that happened through Christ is spiritual. Denn alles, was durch Adam geschah, war natürlich. Alles, was durch Christus geschah, ist geistlich. And every spiritual reality can only be accessed by faith. Jede geistliche Realität kann nur durch den Glauben erschlossen werden. And this is something that some people are struggling with. Manche Menschen haben damit Schwierigkeiten. Why? Warum? Because they think just as automatic as the sinful nature was, as automatic is new creation. Denn sie denken, dass genauso automatisch wie die sündige Natur da war, auch die neue Schöpfung automatisch geschieht. That's not how it is. So ist es aber nicht. You have to actively, intentionally put your faith in what Jesus did. Du musst aktiv und ganz bewusst deinen Glauben in das setzen, was Jesus getan hat. And Paul is telling us Paulus sagt uns, that as death came through Adam, it's only fitting that through Jesus came the resurrection. so wie der Tod durch Adam kam, ist es recht und angemessen, dass durch Jesus die Auferstehung kam. So when Jesus raised from the dead, Als Jesus von den Toten auferstand, once and for all, it was settled that every other person who died will also be resurrected. war somit ein für allemal geklärt, dass jeder andere Mensch, der bereits gestorben ist, auch wieder auferstehen wird. And this is the living hope that we live by. Das ist die lebendige Hoffnung, aus der wir leben. Tomorrow, I'll talk a little bit more about this. Morgen werde ich ein wenig mehr darüber sprechen.